Morgen. Guten Morgen, Freunde. Der Sonne. Die Sonne lacht. Das heißt, ein weiterer Tag Rise and Shine. Rise and Shine trifft es ganz gut, denn es ist Sonntag. Es ist genau 7:45. Der ein oder andere wird jetzt zum Bäcker im Dorf gehen und sich frische Brötchen holen. Ich allerdings schicke meinem Trainer mit unserem bescheidenen Internet gerade den Formcheck zu, den ich draußen vor der Tür gemacht habe und die ein oder andere Nachbarin das ein oder andere Auge geworfen hat. Aber ja, ist der offizielle Start der Peak Week. Und der startet mit einem Rest Day. Also ich habe mir aber festgenommen oder vorgenommen, in meinem alten Rhythmus beizubehalten, sagt man, beizubleiben. Jetzt, I got a little bit American, so I need to find the right words. Ne, Spaß beiseite. Also wie ihr gehört habt, Start der offiziellen Peak Week heute. Was ist eine Peak Week? Wer das Video von gestern gesehen hat im Training, Stefan hat schon so ein bisschen erläutert auf trainingsspezifischer Ebene. Ich kann es euch auf ernährungsspezifischen Ebene mal sagen. Da ich das Glück habe oder was heißt das Glück, da ich mir den Arsch aufgerissen habe und die Arbeit sozusagen schon, was den Körperfettanteil angeht, Ende letzter Woche beendet habe sozusagen, konnten wir ab da gucken, dass wir eben den Körper frisch machen und erholen und vorbereiten auf erstmal auf die Abwaage, die am Donnerstag stattfindet in der Früh und dann eben auf das Aufladen hinterher. Wie macht man das Ganze? Ich schaue jetzt als Athlet, dass ich, wie gesagt, das Trainingspensum nicht runterfahre, aber mich nicht mehr in ein Loch trainiere, also nicht mehr kaputt trainiere, weil jetzt brauchen wir keinen Wachstumsreiz mehr zu setzen, denn wirklich wachsen wird die Muskulatur jetzt nicht und wir wollen die einfach nur konservieren sozusagen. Cardio ist raus, also alle Stressoren, die so einen Körper A, einmal Wasser ziehen lassen können, B, den Look verschlechtern können, C, einen unnötig flach machen. So pendeln wir da jetzt rein. Was schon mal ein gutes Zeichen ist, heute Morgen mein Gewicht war genauso wie gestern und den Tag davor. Also ist optimal, wie das sich gerade so verhält. Und so kann man dann natürlich Anpassungen ganz genau machen, um das Optimum am Samstag auf die Bühne zu bringen. Was man auch sieht, ist ordentlich Wasser. Und hier auch. Ich muss ja sagen, ich trinke ja sonst auch, jetzt wird der ein oder andere, oh, deine Niere, deine was weiß ich. Ich trinke meine 8 bis 9 Liter Wasser schon täglich, das ganze Jahr über eigentlich. Dementsprechend werde ich da jetzt nicht aufwässern oder so, wie viele machen, um am Ende dann einen besseren Entwässerungseffekt zu haben. Ich werde die Trinkmenge versuchen konstant zu lassen, genauso wie meine Salzmenge, aber die Salzmenge habe ich die letzten 16 Wochen schon konstant gehalten, jeden Tag. Dementsprechend bei mir nicht ein allzu großes Hexenwerk und das ist ein gutes Zeichen, denn die Peak Week sollte kein Hexenwerk sein am Ende des Tages. Da wird man nicht auf einmal von Scheiße zu Gold, sondern man kann das Gold so ein bisschen polieren und das ist Ziel des Ganzen, denn ja, okay. Die Arbeit sollte davor schon erledigt werden. Ja, so all in all gesagt, die Konditionierung und die Details aus dem Körper rausarbeiten, oder? Nee, weil die Konditionierung haben wir schon. Ja. Also wirklich den Körper frisch machen, erholt machen und in der Classic haben wir das Gewichtslimit, eben das Gewicht dahingehend manipulieren, dass man im Limit ist, das Limit erreichen, die Abwaage hinter sich bringen und dann aufladen. Jetzt zum Beispiel Martin, mit dem habe ich gestern geredet, die fangen, glaube ich, am Montag oder Dienstag schon an mit Laden, weil die ja keine Gewichtsrestriktion haben. Wir haben halt dann nur die 2 Tage zum Aufladen, was aber auch schon ausreichend sein sollte, gerade wenn man die Vorarbeit geleistet hat und eben nicht wie andere, die halt noch vom Fettgehalt nicht da sind, wo sie sein müssen,
bis 3 Tage vor der Abfrage noch Cardio machen müssen und so weiter und so fort, weil das zerrt am Ende an natürlich der Kraft, der Energie und eben dann auch am Look, weil das kennen wir alle selbst. Wir hatten ein überkrasses Brusttraining. Dann ist die Titte erstmal prall im Training, richtig geil. Da ist alles Kohlenhydrate, alles gefressen, was ihr gegessen habt, ist drinne. Und dann eine halbe Stunde später denkt ihr euch, Junge, wo ist meine Brust hin? So, und das ist eben genau dieses Ding, nur im übertriebeneren Sinne. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Das ist auch immer spannend, denn da arbeite ich mit Stefan halt sehr nah beieinander. Es können immer irgendwelche Variablen kommen, die man dann evaluieren muss und gucken muss, okay, wie passt man jetzt was an. Was ich auf jeden Fall nicht anpasse, sind 15 Gramm Meter X in Helm. Aber was machst du, wenn der Peak Week die Süßstoffe kicken? Ja, die Getränke. Mehr oder weniger. Also, wenn ich jetzt mal eine Cola Zero trinke, ist das nicht allzu wild, aber so exzessiv, wie ich die letzten Tage den Süßstoffkonsum hochgetrieben habe, versuche ich den jetzt ein bisschen zu reduzieren. Also, wie gesagt. Was ist der Hintergrund daran? Also fürs Gefühl, oder glaubst du, das macht nochmal so 1% an der Taille aus oder an der Verdauung? Ich glaube, also ich persönlich komme auf Süßstoff so gut klar, dass ich mache das nur für die Birne, dass ich mir nochmal so, ja komm, da beißt du jetzt auch noch durch, dann schmeckt die Cola nach dem Wettkampf umso besser. Aber also ich persönlich, das ist auch immer so eine Personensache, sehe da keinen Unterschied. Ich meine, du hast meine Form gesehen. Nee. Okay. Shadow-Modus. Shadow-Modus auch bei Frau. So, da kannst du eigentlich gar kein Wasser mehr irgendwo hinziehen. Und da könntest du auch Cola Light saufen bis zum Verrecken. Liebe Grüße an Magus. Mache ich halt trotzdem ein bisschen, aber so im Daily, im Whey und in den ERAs und so ist ja auch Süßstoff drin, also das cutte ich jetzt nicht raus, das ist ja völliger Blödsinn und das muss jeder auch da draußen für sich entscheiden. Also ich glaube, wenn du viel Süßstoff isst, da hast du so ein bisschen Probleme, gell? So ein Babybauch. Ja, so ein Unterbauch, so. Bei der einen oder anderen Frau habe ich das schon gehört, dass das da so ist, aber bei mir persönlich ist es nicht so, weißt du, noch vor 2 Jahren konnte ich keine Haferflocken essen, da hatte ich voll den Blähbauch von Haferflocken. Jetzt mittlerweile liebe ich sie und vertrage ich sie mega gut, also von dem her immer eine Sache vom eigenen Körper. Ich meine, Regan fällt mir jetzt gerade auch spontan ein, der hat eine Allergie gegen Reis entwickelt, oder Tim, glaube ich, mal gegen Rind vor ein paar Jahren. Tim, wenn du das siehst, kannst du ja mal reinschreiben, aber da ist jeder verschieden, deswegen muss man rumprobieren. Ich habe Peak Weeks gemacht, das weißt du selber, da habe ich ausschließlich Leitgetränke getrunken und andere, wo ich nicht mal Supplements, ERAs und so genommen habe, beides mal gewonnen. Abgehoben. Vielleicht so 2, 3 Tipps für Amateure, was du jetzt so gesagt hast? Also für Amateure, größter Tipp, den ich geben kann, ist Punkt 1. Wenn du die Woche vor dem Wettkampf fett bist, dann such dir einen anderen Wettkampftermin. Muss man so hart sagen, weil ja, genau das ist eben, deswegen will ich da, Peak Week wird das so genannt und immer so glorifiziert, als würde man da jetzt auf einmal, wie gesagt, das Scheiße Gold machen. Großer Tipp auf jeden Fall, rechtzeitig fertig sein und den Körperfettanteil da haben, wo er sein muss. Und Peak Week ist dann wirklich Spielerei, das ist am Ende ein paar Kohlenhydrate mehr, bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Zweiter Tipp ist klar, je nachdem, will ich aber auch nicht pauschalisieren, weil wenn ich jetzt sage, dann nur durchpumpen, dann gibt es halt so eine Fraktion, die halt eher so in die Richtung Intensität trainiert wie ich, die halt wirklich zum Anschlag gehen sonst im Training. Und dann gibt es halt die, kennen wir alle von TikTok, was am McFit-Kabel ihre ganz langsamen, in den unteren Lattansatz kontrahierten Übungen machen. Wenn du denen sagst, dann nur durchpumpen, die trainieren dann, also die können auch in den Zumba-Kurs gehen dann und
haben wahrscheinlich mehr davon. Deswegen, das ist auch so ein Ding, was mir Stefan auch gesagt hat, vielen Athleten gibt er einfach nicht die Anweisung, weniger hart zu trainieren, weil er die halt kennt und weiß, okay, die trainieren eher so auf Durchpumpen-Modus. Und dementsprechend auch das sehr, sehr individuell. Also auch ein sehr guter Rat, sucht euch jemanden, der Plan hat von der Materie. Und das ist nicht nur für ein besseres Endresultat gut, sondern auch für einen entspannteren Weg dahin, weil ich muss mir jetzt zum Beispiel nicht den Kopf zerbrechen, wie und was ich mache, um da jetzt erstmal die Abwaage zu schaffen und dann am Wettkampf gut auszusehen, sondern das lege ich in Stefans Hände und der wird da auf jeden Fall koordinieren und wissen, was zu tun ist, weil wir auch schon über 5 Jahre zusammenarbeiten und das auf jeden Fall von Vorteil ist. Also jemanden suchen, mit dem man sich gut versteht, einen Plan von der Materie hat und dann mit dem auf jeden Fall eine Zeitl, wie Stefan sagen würde, verbringen und zusammenarbeiten. Ich finde aber auch so in der Peak Week merkt man immer so wie, also ich finde, du gehst immer so entspannt in die Peak Week, weil du so weißt, deine Arbeit ist jetzt zu 99% getan, so, du musst so kein Fett verlieren mehr, weißt du musst kein Cardio jetzt mehr machen bis zum Anschlag. So, du kennst ja so Michael Tabulo, so, der noch kurz vor der Wiege in die Sauna kurz geht oder Prion, der noch 3 Stunden Stairmaster macht, aber ich finde, viele machen sich immer richtig verrückt so in der Peak Week und mit dem Kopf finde ich so, und wie ist das so bei dir? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich mir nicht auch Gedanken machen würde, so gerade immer ein großes Thema bei uns Classic Jungs, Thema Abwaage. Wir haben ja ein Gewichtslimit, wo wir rein müssen und du musst es halt so optimal machen, dass du knapp drunter bist, dann aber auch nicht irgendwie 3 Kilo drüber, dass du, wie gesagt, Sauna, Cardio, das ganze Repertoire Vollgas ballern musst, um da irgendwas vorwärts zu bringen, um das Gewicht zu schaffen. Dementsprechend bin ich schon ein bisschen so mehr mit den Gedanken, aber ich weiß halt mittlerweile aus Erfahrung einfach, wie gesagt, 5 Jahre in dem Profi-Business drin, mein 4. Olympia jetzt, dass das eigentlich für mich kein Problem ist und vor allem jetzt in der aktuellen Lage, wie es gerade ist, war es noch nie so gechillt, dass ich da gut reinpendel. Also das ist beruhigend dann noch, wenn du glaube ich so weißt, ey, ich muss jetzt noch 8 Kilo machen fürs Limit oder so ein Scheiß, dann hast du da auf jeden Fall anderen Struggle in der Birne. Aber so ist eigentlich recht entspannt diesmal. Wisst ihr, wie ich mich ja fühle? Liebe Grüße an meinen Freund Arda. Das ist der erste Lauf des Tages. Und auch der letzte. Okay, also machst du jetzt die 50 Kilometer voll? Ja, so 5.000, 6.000 Schritte, gemütlich. Halbe Stunde, 40 Minuten. Weißt du, was ich bei dir immer gut finde? Ja. Hoff, draußen, ja, das ist auch 38 Grad, Oskar Leczynski. Ja, es geht um den Vibe, es geht um den Shadow Mode. Nein. Unsere Nachbarn könnten sonst ein Bild machen von dir. Die könnten meine Form jeden Morgen hier liegen, wenn ich im Schlüpper hier draußen stehe. Hier mache ich das Form-Update, by the way, Leute. Links oder rechts? Da, Markus, oder was? Hier sollten wir neue Wege. Neue Wege, gehen im Leben. So, Urs ist ja gerade spazieren, das mache ich sein Frühstück immer, aber ich soll euch das gleich mal, aber davor, guck mal, wie wunderschön mein Zimmer jeden Morgen aussieht. Sogar mit so einer süßen Blume. Und jetzt gucken wir Urs sein Zimmer an, wenn ich nicht in seinem Zimmer schlafe. Einfach so. Und der Ventilator läuft einfach noch. Da sieht man einfach mal, wenn ich nicht bei Urs schlafe, dann alles vorbei, weil Urs nicht fähig dazu. Auf jeden Fall mache ich gerade hier Urs sein Eiklar-Pancake. Blubbert hier schon. Dann räume ich die Spülmaschine auf und räume Urs Chaos von gestern Abend auf, weil ich war gestern in der Cheesecake Factory mit unserem Kameramann, weil das haben wir uns so vorgenommen, bevor wir in die USA sind. Jetzt habe ich da mal ein Bild, was wir uns gegönnt haben. Wirklich, ich habe keinen Biss bereut. Ich glaube, also auf der Karte stand insgesamt waren das 4200 Kalorien. Ich weiß immer nicht, ob das bei den Amis stimmt, aber für diese Cheesecakes würde ich sterben, wirklich. Also wenn ihr mal in der Cheesecake Factory wart, schaut mal rein, welches ist euer Fave-Geschmack.
Und ja, auf jeden Fall, wenn später zu uns kommt, geht er wieder pennen. Ich tue arbeiten. Später treffen wir uns in der Stadt mit ein paar Freunden von ESN, trinken einen Kaffee und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Hallo, hallo. Wohin geht die Reise? Aufstieg in dieses Auto ist auch immer legendär. Schön, was die Hitze, finde ich. Und Schnallen natürlich nicht vergessen. Und wir fahren zur Therapie, denn es ist der letzte Rest-Day und der wird auf jeden Fall ausgekostet. Das heißt, es gibt nochmal ein Programm bei Karen. Nochmal schön die ganze Muskulatur lockern, auflösen hoffentlich nicht, aber stretchen, mobil machen und dann gibt es noch wieder eine Runde Infrarot und Infrarotsauna mit so Salzen. Eigentlich wird dann sonst so gut wie es geht gechillt, noch ein bisschen spazieren gegangen und natürlich another liter of the smart water. Ob das mich schlauer macht? Ich bezweifle nicht, da fehlen die Carbs, aber es erfüllt seinen Zweck. So Leute, wir sind wieder in der Klinik und wir haben heute was Neues am Start. Und zwar steht auf dem Menü ein Saunabett. Ja, habe ich noch nie gesehen, probiere ich aus. Da lege ich mich rein. Hier in so ein, keine Ahnung was. Und dann wird da drin eine Runde geschwitzt. Vorteil ist es belastet nicht so das gesamte System, sondern ja, bringt den Schweiß raus, beziehungsweise die Unreinheiten, cleant mich sozusagen ab und ey, ich bin mega gespannt. Feedback gibt's später. So Leute, ich sag's euch, die Sauna war der absolute Shit. Ich habe mir meine Balls abgeschwitzt. Jetzt geht's hier noch in die Infrarotkabine und dann sind wir durch mit der Recovery für heute. Tut absolut gut und ich sag's euch, macht das Ganze auch, wenn ihr die Möglichkeit habt. Geht in die Sauna, geht ins Eisbad. Das ist mega geil. So, wie ihr gesehen habt, habe ich gerade Urs bei der Therapie abgesetzt und bin jetzt bei der Jungs-WG gelandet und wir essen, nein Spaß, wir drehen hier ziemlich coole Ads für das Rise and Shine Kochbuch, für alle, die es noch nicht kennen. Jungs, wie findet ihr mein Buch? Super. Das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Das Buch? Basti? Schmeckt. Welches ist dein Lieblingsrezept? Eichelkuchen. Map? Die Brownies. Voll süß von euch. Wir sind durch mit dem Shooting. Ich glaube, wir haben jetzt über 2 Stunden gebraucht. Aber es hat sich gelohnt. Es gibt ja fast nichts mehr. Jetzt alle schon geplündert. Hier waren 5 Teller mal. Glaubst du, Urs ist neidisch? Ja, übel. Ich habe ihm schon Bilder geschickt. Gute Freundin. Deswegen, zu dem gehe ich jetzt. Mal gucken, was der so macht. Wahrscheinlich hungern und leiden, während wir hier mampfen. Malte, kommt noch mehr? Finde ich geil. Ja? Könnt ihr jeden Tag essen. No joke. Ja. Kauft Rise and Shine und esst leckere Thunfischfrikadellen. Das ist gerade meine Arbeitszeit übrigens. Wenn ihr auch so einen Job haben wollt. Hört euch bei esn.com. Und wieder zu Hause. Und ich lache, denn es gibt eine Mahlzeit. Haferflocken mit Bärchen. Hier war mein Whey drin. Das wurde schon vernichtet. Kurz in die Mikro gestellt. Und Diät-Hack. Für alle, die Diät machen, unheimlich wichtig. Kleiner Löffel, kleine Gabel. Ihr esst langsamer, ihr verdaut besser und ihr habt länger was davon. Ja, in diesem Sinne gibt's heute nicht mehr zu sagen. Morgen geht's los. Morgen ist neuer Start der Woche und dann stehen die finalen Trainingseinheiten an und alles, was dazu gehört. Ich freue mich, wie gesagt, unfassbar für die ganze Unterstützung, die aus Deutschland kommt, wie ihr mir die Daumen drückt, wie ihr da im Olympia-Hype mit drin seid, im Bodybuilding-Hype. Das war immer mein Traum, seit ich klein bin, in Deutschland das Bodybuilding vorwärts zu bringen, größer zu machen, geil zu machen, dass ihr das auch feiert und dem Sport selber nachgeht. Und ich sehe es einfach nicht nur bei der Challenge, die ihr macht jetzt, die gerade am Laufen ist, sondern generell auch, wie viele junge und auch alte Menschen einfach zum Sport finden, zum Kraftsport. Und
Das ist was absolut Schönes. Mit den Worten sage ich Adios aus Vegas und bis morgen. Bleibt stabil.